Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, die Jenny hat nämlich heute Geburtstag, 28.02. Hoffentlich wird diese Sendung auch zu dem Zeitpunkt ausgestrahlt, weil sonst habe ich mit Zitronen gehandelt. Ja. War aber kein Schaltjahr. Nee. Jetzt sind wir ein bisschen nervös, ne? Weil jetzt geht's los, oder? Ja, morgen. Morgen geht's los. Elex 2 Release. Wir sind 2 Piranhas und sie möchte was sagen. Also so ein bisschen geht's wahrscheinlich heute schon los. Da werden sich Leute fragen, was ist denn da los? Also wir haben ein Spiel gemacht, das heißt Elex 2 und dieses Spiel ist fertig und kann jetzt endlich von der breiten Masse gespielt werden. Und einige von euch werden sitzen und sagen, ja, aber es ist doch noch gar nicht morgen und wir wissen das. Aber es ist wirklich jetzt nicht mehr lang. Ihr zwinkert zweimal und zack, könnt ihr es auch spielen. Und das stellt natürlich auch so ein paar Fragen auf. Die erste Frage ist, warum darf der XY aber das Spiel eher spielen als ich? Das hat folgenden Hintergrund. Es gibt immer sowas wie ein Pre-Release, so nennt sich das. Und das hat einen Marketing-Effekt. Ja, da haben wir auch nur bedingt Einfluss drauf. Das bedeutet, dass es einfach irgendwelche Leute gibt, die meistens Reichweite haben oder einfach besonders sympathisch sind oder was weiß ich. Und die bekommen dann sogenannte Pre-Release-Keys. Darauf kann man sich in der Regel bewerben bei irgendwelchen Publishern und schreibt die an. Und dann schreiben irgendwie 500.000 Leute die Publisher an und alle kriegen keine Antwort, aber halt 20 schon. Ja, das ist jetzt übertrieben. Ihr wisst, was ich meine, aber ne, dann wundern sich halt viele, warum war ich es nicht? Das ist halt einfach eine Glückssache. Man kann natürlich nicht allen das Spiel schenken, dann macht es keinen Sinn mehr, weil dann kauft es halt keiner mehr, weil die haben es ja schon alle. Aber es gar keinen spielen zu lassen, hat dann einen geringeren Wirkungseffekt am Release-Tag. Und darum macht man quasi so ein Zwischending. Da sind einige unglücklich drüber und andere sagen, da muss ich aber noch ein bisschen warten, ein paar Stunden. Aber letztendlich ist das halt so, dass das marketingtechnisch tatsächlich Sinn macht für uns, weil dann schon mal einige Leute reingucken können. Ich meine, wir haben auch ein sehr großes Rollenspiel, das heißt, man sieht auch noch nicht alles. Und dass hoffentlich dann ganz viele Leute wissen, oh, da gibt's hier ein neues Rollenspiel. Das sieht aber interessant aus. Und im allerbesten Fall, dass sie dann in den Morgen auch noch spielen. Kann man so sagen. Ja. Insofern sind wir jetzt auch total gespannt, was heute noch passiert und selbstverständlich, was morgen passiert. Das ist immer so ein ganz, so eine aufregende Zeit, ne? Weil du hast es getestet, du hast es gemacht, du hast da 4 Jahre Arbeit reingesteckt und dann kommt der Tag, an dem es auf den Markt kann und dann, das ist so wie loslassen, du kannst jetzt nichts mehr machen, jetzt sieht's die breite Masse. Und irgendwas geht immer schief. Ist halt so. Du weißt aber noch nicht was. Damit. Deal with it. Weißt du, Brille auf. Also es ist schwierig, muss man ehrlich sagen. So. Manchmal ducke ich mich weg. So, ne, und denken so, schlaf's mal weg oder irgendwie sowas habe ich auch schon mal gehabt, ne, boah, ist okay, alles klar, gut, dann lass ich mir erzählen, wie der Tenor ist oder so. Ich sage immer, es ist wie eine Doktorarbeit, man weiß schon das Ergebnis vorher, das stimmt auch, ja, aber es könnte ja auch anders sein. Könnte auch irgendwas schief gehen. Könnte auch irgendwas total schief gehen und man weiß es nicht, weil man gibt's irgendwann aus der Hand und dann ist es halt draußen und dann können sich Sachen passieren. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass es auch sowas wie einen Day-One-Patch gibt, ja, aber der ist auch schon produziert. So. Das heißt also, bis man irgendwie da einen riesen Fehler hat oder so, den man fabriziert hat, den sehen wir jetzt nicht, ja. Den sehen wir erst, wenn ihr anfangt zu spielen unter Umständen. Das kann passieren, ja. Ja, da muss man halt mehr testen. Ja, das stimmt. Aber wenn man Sachen fixt, kann ich immer wieder sagen, ne, und einen Bug baust du wieder ein. Vor allen Dingen, das ist keine gekapselte Sache, deswegen ist das irgendwie bei Computerspielen immer besonders aufregend. Du hast ein Riesenspiel, das unglaublich lange dauert, unglaublich groß ist, dass du auf unfassbar viele verschiedene Arten und Weisen spielen kannst, in unterschiedlicher Reihenfolge, von hinten durch die Brust ins Auge. Und zusätzlich kannst du es auf unglaublich vielen verschiedenen Arten und Weisen von unterschiedlichen Computern zum Beispiel spielen. Und du hast natürlich nicht alles vorher getestet, weil das gar nicht möglich ist, dass ein Film,
den tust du auf so eine DVD und entweder dein DVD-Spieler spielt den oder nicht. Aber man muss dazu sagen, es ist kein Bug-Fiasko oder so zu erwarten von dem Ding, sondern eher das Gegenteil, weil wir ja jetzt wirklich viele, viele Jahre das Ding auch schon getestet und gebugfixt und gedünst und gepudelt und geschnudelt haben, ja. Also das sollte nicht so sein. Aber man hat immer so eine Restangst, irgendwo man sagt so, was ist denn los oder so, ne? Ja, im Gegenteil. Also das letzte Mal, als ich das Spiel gesehen habe, da dachte ich, boah, das ist ja richtig rund, richtig klasse. Ja. Das haben wir richtig gut hingekriegt. Und jetzt hoffe ich, dass dieses Gefühl, dieser Zustand die Welt erreicht. Dass die 500 PS auch auf die Straße kommen. Korrekt, so, ja. Weil das ist der Ferrari muss auch Räder haben, ne? Das ist ja nix. So. Ja, wir sind nervös, auf jeden Fall. Weiß nicht so richtig, was da jetzt passiert. So. Ja, was machen wir denn jetzt? Gibt's jetzt eine Party? Du meinst jetzt so jetzt erstmal 3 Monate Pause machen oder so? Nee, nein. So ticken wir nicht, ne? Jeder macht so seinen Urlaub oder seine freie Zeit, wo er glaubt, dass er sie braucht, ne? Und das ist hochgradig unterschiedlich. Das heißt, nach einem Produkt ist vor dem Produkt, so beim Fußball, ne? Und das heißt, wir stecken ja jetzt schon im nächsten Projekt. So, das muss auch so sein, weil ein Projekt läuft irgendwann aus. Man kümmert sich dann wirklich nur noch um die Fehler, um die groben Dinge und so weiter und hat vielleicht auch noch das eine oder andere da, was man dann dran machen möchte oder so, aber das komplette Team sitzt da nicht mehr dran, kann auch nicht, weil sonst würdest du es ja komplett umflügen wieder. Ja, das funktioniert leider nicht. Und deswegen muss der Löwenanteil des Teams schon an was Neuem sitzen und was Neues erarbeiten und gucken, dass da irgendwie jetzt schon die Weichen gestellt werden für die Zukunft vernünftig. So, ne? Und das ist eine Sache, die jetzt schon passiert, auch schon sehr lange, seit letzten Jahr schon irgendwann, Ende letzten Jahres haben wir damit angefangen. Und das ist natürlich dann schon nicht vereinbar mit so, jetzt machen wir erstmal Urlaub. So, ne? Nee. Das stimmt, das machen wir in der Regel nicht, zumal ja auch nicht nur wir aufgeregt sind, sondern auch der Rest des Teams auch und dann alle halt quasi ins Internet schielen und gucken, was da so gerade abgeht. Und das ist sehr spannend und dann geht's weiter. Also, was machen wir denn dann? Wenn das Spiel jetzt rauskommt, dann passiert in der Regel Folgendes. Ganz viele Leute spielen es an und einige davon spielen es durch. Ich hatte echt überlegt, ob ich den Leuten noch irgendwie... Ja, spielt erst mal selber. Jedenfalls, was dann normalerweise passiert, ist dann, dass sich unglaublich viele Menschen melden und dann Feedback da lassen. Und es gibt 2 verschiedene Arten von Feedback. Das eine ist normales Feedback, würde ich jetzt mal sagen, sowas wie Kritik oder Lob. Und das andere ist eigentlich gedacht für den Support. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen Supportfragen habt, ja, irgendwas funktioniert nicht oder irgendwas ist nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt oder bla. Zerkratzte Schallplatte. Oder ihr kommt an der Stelle nicht weiter und wollt gerne wissen, wie geht das denn hier oder habt ein Rätsel nicht verstanden oder sonst irgendwas. Dann könnt ihr euch in unserem Discord-Server melden. Wenn ihr euch auf Social Media mit so einem Ding meldet, dann können wir das nicht bearbeiten. Da leisten wir keinen Support. Also, wenn ihr sowas habt, Discord ist euer Freund, ist hier unter dem Video verlinkt. Unter allen Videos ist das verlinkt und dort könnt ihr am Elex könnt ihr mal gucken, vielleicht hat ja jemand anders dieselbe Frage schon gestellt. Das ist sehr häufig so und dann müsst ihr gar nichts weiter tun, als ein bisschen nachlesen. Oder ihr stellt dort halt eure Frage und guckt, ob euch geholfen werden kann. Das ist das eine, ne? Also wir setzen uns jetzt nicht mit allen Mitarbeitern da und sagen, gut, wir machen jetzt keine Spiele mehr, sondern wir gucken jetzt irgendwie Discord, sondern da sind Leute tatsächlich dafür da, die im Discord dann gucken, wie kann man denn den Leuten helfen, wenn dann irgendwas aufkommt. Und das zweite ist Kritik oder Lob. Kritik oder Lob ist egal, wo ihr das loswerdet. Also ihr könnt Kritik oder Lob am Spiel gerne auch in den Discord schreiben, aber ihr könnt das auch gerne auf Social Media oder auf den Plattformen selber loswerden.
Erfahrungsgemäß ist es so, wenn Leuten etwas gut gefallen hat, dann sagen sie nicht viel. Und wenn Leuten etwas nicht gut gefallen hat, dann meckern sie darüber. Zum Beispiel auf Steam selber, ja, unten als Kommentar. Darum, wenn euch das Spiel besonders gut gefallen haben sollte, freuen wir uns natürlich auch über positive Kommentare sehr. Mhm. Ihr könnt ja auch hier hinterlassen, Kritik. Logisch. Und so, ne? YouTube-Kommentare, YouTube, aber selbstverständlich. Gucken uns auch an. Genau, ja. Richtig. Also wir lesen natürlich, wir versuchen immer alles zu lesen, können aber nicht überall antworten, weil das einfach die Kapazitäten immens sprengt. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Gibt es einen Patch? Ja. Also, normalerweise schon. Also der Day One Patch, der gibt es und der macht auch viele Sachen besser. Und weil wir natürlich auch irgendwo in der Produktion gegangen sind, dann entsprechend Submissions und hin und her und dann werden die V1.0 Dinger eingefroren und dann kommt man nur noch über diverse Patches daran, noch Dinge ändern zu können. Und es wird natürlich auch nach dem Day One Patch, werden wir uns auch noch weiter angucken, dass wir da noch weiter Support leisten und Zusender für Patches bauen. Weil wir müssen ja erstmal gucken, müsst ihr erstmal spielen, guckt es euch erstmal an. So, ja. Wie gesagt, das Ding ist durchgetestet bis zum geht nicht mehr, aber da rutscht immer irgendwas durch oder irgendwas haben wir nicht gedacht. Da ist bestimmt noch irgendwo irgendwas, was ihr findet und was ihr doof findet vielleicht oder was auch immer. So, DLCs. Ist ein DLC geplant? Nein. Haben wir schon 1000-mal erwähnt, mögen wir nicht, ist nicht unser Ding, DLC, Downloadable Content. Ist nah verwandt mit einem also mit einem Vollpreisspiel mittlerweile, von einem DLC wird viel erwartet und den wurden wir bisher nie gerecht. Und deswegen machen wir das nicht. Es gibt immer so einen schönen Kommentar irgendwie. Ja, man sieht ja auch, dass Leute und Studios gute DLCs gemacht haben. Zum Beispiel irgendwie hier Witcher 3. Ja? Und dann haben die für Witcher 3 so einen DLC gemacht für die Fans. Ich meine mal davon abgesehen, dass die ihr Spiel so oft verkauft haben, millionenfach, dass die sich das wirklich auch leisten können, an der Stelle einen hervorragenden Support zu leisten. Und das ein wirklich toller, also die haben wirklich tolle DLCs gemacht mit unglaublich viel Inhalt, Dialogen, neuen Monstern, Charakteren, Geschichten, Cutscenes, neuen Landscapes und Leveln und Rätseln und bla. Lass es mich mal so formulieren. Für den DLC, den die da gemacht haben, oder die DLCs, könnten wir für einen von den DLCs ein eigenes Spiel machen. Komplettes. Mindestens, vermutlich. Und dann haben wir gedacht, dann lass uns das doch auch machen. Ja, also der Anspruch ist unheimlich hoch und wir verstehen auch, dass das da, aber wir können nicht in 0, nix mal irgendwas aus dem Boden stampfen, was die breite Masse zufriedenstellt. Genau. So, das also sind wir nicht in der Lage. Das können wir nicht. Und deswegen stecken wir unsere Energie in sinnvolle Dinge. Ja, so. In den nächsten Titel halt. Genau. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Fragen. Was macht ihr denn als nächstes irgendwie? Macht ihr Elex 3? Macht ihr Risen 4? Macht ihr Gothic 5? Oder macht ihr irgendwie was ganz anderes? Und die Antwort ist, das werden wir selbstverständlich wie immer wieder announcen, wenn es soweit ist. Und da wir jetzt gerade erst anfangen und morgen Releases von Elex 2, können wir diese Fragen wahrscheinlich eine ganze Weile nicht beantworten. Also kümmert euch doch erstmal um, wenn ihr Bock habt, Elex 2 und guckt mal, ob ihr da alles findet, was wir denn da so Schönes an Dingen reingepackt haben. Es gibt ein paar Überraschungen im Spiel und ich bin gespannt, ob ihr sie seht und findet. Super. So, lest ihr Kritiken oder Wertungen? Alle. Wir legen alle uns zusammen, gucken uns die an und bewerten sie auf jeden Fall erstmal der Häufigkeit, wie oft Dinge erwähnt werden. Der Sache widmen wir uns als erstes. Das heißt, ich nenne sie immer gerne die Shitstorm-Liste, ja, und da kristallisiert sich ziemlich schnell raus, wo was nicht gut gefunden wird oder Kritiken sind und so weiter. Und die werden wir dann auch versuchen, dann noch sie zu verbessern. Entweder jetzt bei diesem noch, ja, wenn es möglich ist, oder vielleicht auch erst beim nächsten. Das müssen wir uns angucken, aber wir gucken uns alles an, auf jeden Fall. Ja. Bekommt man mit den Jahren Routine an den Zeitpunkt wie Release? Ich glaube, ja. Ja, kriegt man. Man ist trotzdem nervös. Das ist bei jedem Auftritt auf Bühnen oder so, ist man trotzdem nervös. Udo Jürgens war mit 50 Jahren Berufserfahrung trotzdem immer noch nervös, als er auf die Bühne gegangen ist. Das wird sich auch nie ändern. Ja. Das heißt, Routine, ja, man weiß, was man erwartet und so weiter, aber nervös ist man trotzdem. Und Angst hat man auch.
So, ne? Also so könnte ja irgendwas schief gehen, aber es ist immer was Eigenes, immer was ganz Besonderes, ein Release von einem Spiel. Ja, und die Spielregeln ändern sich auch immer ein bisschen, ne? Also was ist gerade der heiße Scheiß? Wo kommentieren die Leute? Wie funktioniert das? Metacritic ist zum Beispiel so ein Ding, ne? Irgendwie eine Zeit lang war das relativ ausgeglichen und dann kam irgendwie so eine Zeit, da haben alle irgendwie gefühlt nur noch Nullen und Zehn verteilt, ne? Die Leute sind sehr laut und extrem und dann weiß man immer nicht, was passiert da jetzt im Internet, in welche Richtung geht. Das Internet im Allgemeinen ist hochgradig komplex und spannend, was das angeht und wir wissen da nicht, was und auf uns extrem zukommt. Geworden, ja. Also es ist super spannend, trotz der Routine und aufregend und dann muss man mal gucken, was da passiert. Also meine Erfahrung ist, die Leute, die etwas Kacke finden, die sind verdammt laut geworden. Das war früher so nicht. Na? Und da muss man immer gucken, ob man sich da was von annimmt oder nicht. Wenn es extrem ist, tun wir es natürlich nicht. Im besten Fall haben sie sich vorher angeguckt, bevor sie es Kacke finden. Ja, im besten Fall. So, vielleicht so als kleinen Tipp noch nebenbei, hat die GameStar so ein Lösungsheftchen geplant fürs Spiel. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Natürlich findet man bald auch viele Let's Plays im Internet vom Spiel, in die man reingucken kann. Aber so ein Lösungsheftchen zum Nachschlagen, wie verschiedene Dinge funktionieren, ist ja auch immer ganz cool. Und das ist recht umfangreich, das GameStar-Lösungsheft. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da ja auch mal vorbeischauen. Ansonsten hoffen wir einfach immens, dass ihr Spaß habt mit dem Ding, dass es euch gefällt und euch von einer oder anderen Stelle vielleicht sogar positiv überrascht, was wir uns da ausgedacht haben und einfach Bock habt zu zocken. ja, wunderbar. Hast du eine Community-Frage? Auch, ja. Die Community-Frage, danke sehr, lautet... Ach so, die haben wir jetzt schon beantwortet. Ja, die hätte gelautet, wird im Hintergrund auch schon an einem neuen Spiel gearbeitet? Die Antwort ist selbstverständlich ja. Wir arbeiten schon an einem neuen Spiel und in einer Phase wie jetzt ist es in der Regel so, dass wir quasi dann zweigleisig fahren. Ja, also ein Teil des Teams arbeitet quasi dann am Alten noch oder am Patch, wenn es einen gibt und so weiter. Und ein Teil des Teams arbeitet dann schon am Design oder an verschiedenen Vorbereitungen oder einige sind in Fortbildungen und so. Da macht das Team halt ein bisschen unterschiedliche Sachen und dann raufen wir uns alle wieder zusammen und arbeiten dann wieder an einem Projekt. Das ist so bei uns die Regel. Das ist tatsächlich ungewöhnlich, aber das liegt auch daran, dass wir immer recht große, umfangreiche Spiele machen, die so ein paar Jahre dauern, bis sie dann soweit sind. Alles klar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich gefällt euch das, was ihr da sehen werdet und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Byten TV. Ja. Wir müssen nämlich jetzt schon mal gut raten, ja, was ihr fragen werdet, weil wir nämlich nicht direkt ad hoc alle Fragen beantworten können. Wenn ihr Fragen habt und so weiter, werden wir die auch beantworten, vielleicht auch direkt unter euren Fragen im Discord und so weiter. Für nächste Woche machen wir erstmal eine Folge Frage, Frequently Asked Questions, weil wir ja jetzt schon einen riesen Haufen von Fragen haben, den wir beantworten wollen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Byten TV. Genau. Macht's gut. Viel Spaß beim Zocken. Ja. Tschüss. Tschö. Gruselig. Schon.